Gina, das bisschen das ich genommen habe. Das bisschen vernebelt dir noch das letzte bisschen Verstand. Weißt du eigentlich, dass das gefährlich ist? Ich bin dir wirklich dankbar. Und Ramon auch. Wofür? Dafür, dass sie zusammenzieht, damit ich mein eigenes Zimmer bekomme. Gina, ich stehe zwar nicht so auf diese Verrenkung zu klassischer Musik, aber wenn es dir Spaß macht, dann gehen wir natürlich hin. Das gibt's doch nicht. Gela? Na? Ich denk, du bist tot. Sehe ich so aus? Gibt es ja wohl nicht. Hallo? Danke, es hat sich erledigt. Sag mal, Gela, bist du es wirklich? Ganz wirklich. Ich krepiere doch nicht, ohne mich vorher von meiner besten Freundin zu verabschieden. Wäre ja noch schöner. Komm her. Ich glaube, wir können beide einen Schnaps gebrauchen. Gute Idee. Aber in der Zeitung, da stand doch drin, du wurdest in der Bahnhofstoilette gefunden mit einer Überdosis. Schätzchen, wäre ich dann hier? Nein. Ich wollte gerade Blumen für dein Grab bestellen. Ich verstehe das alles nicht. Musst du auch nicht. Ich erkläre dir alles später. Und wie siehst du eigentlich aus? Irgendwie ganz anders als früher. Das erkläre ich dir auch. Aber nicht hier. Okay, Prost. Lukas, hey. Uiuiui. Hey, lass liegen. Kümmere dich lieber um mich. Ja, das würde ich ja gern, aber eigentlich bin ich nur gekommen, um zu sagen, dass ich keine Zeit habe. Was denn? Ausgerechnet an unserem freien Abend? Ja, leider. Heißt das, dir sind deine dämlichen Aufsätze wichtiger als ein Abend mit mir? Ja. Nein, natürlich nicht. Gut, dann gehen wir zusammen ins Kino. Oder ins Kabarett. Oder in die Sauna. Mensch, Gero, komm, du mach mir nicht so schwer. Ich muss diese Artikel unbedingt lesen. Lesen kannst du auch in der Sauna. Mensch, Gero, komm, das hier sind keine Kontaktanzeigen, sondern wissenschaftliche Abhandlungen. Immunpathologie. Ja, deine Spezialität. Ja, mein Spezialgebiet. Sowas, das liest sich nun mal nicht zwischen zwei Aufgüssen. Dann eben nicht. Doch, Gero, ich kann's doch nun mal nicht ändern. Naja, wenn es nicht anders geht, dann lernen wenigstens hier. Nee, ich weiß nicht, ob das so gut Kathi und ist. Barbara sind nicht da. Trotzdem. Ich verspreche, ich rühre dich nicht an. Gut, überredet. Aber versprochen, keine Anmache. Versprochen. Unter einer Bedingung. Dass wir morgen was zusammen unternehmen. Vor Dienstbeginn. Wie, morgen früh? Hast du etwa auch schon was anderes vor? Nee, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Was soll das heißen? Ach, nichts. Abgemacht ist abgemacht. Soll das? Sorry. Schlafen. Sorry, die blöde Kiste hier. Das fängt ja gut an mit dir in einem Zimmer. Kommst du jetzt erst aus Düsseldorf? Der Kandidat hat 100 Punkte. Morgen hängst du wieder in den Seilen. Na und? Verlange ich eben meinen Schulschlaf um ein paar Stunden. Na dann viel Spaß. Außerdem war es total wichtig. Ich musste unbedingt zu Gina und mit ihr sprechen. Hat sich die Fahrt wenigstens gelohnt? Klar, sie hat mir voll verziehen. Wie hast du denn das hingekriegt? Ich sag nur Schwanensee. Ja, ich habe Gina ins Ballett eingeladen. Was zieht denn einen alten Raver wie dich in den Schwanensee? Die 2 Stunden werde ich schon irgendwie rumkriegen. Außerdem, das Rumgehopse an sich ist eigentlich auch gar nicht das Problem. Lass mich raten. Du bist pleite. Kannst du mir was leihen? Mein Sparschwein ist ratzefatze leer. Den letzten Honig habe ich dir gegeben. Mist, ich hatte fest damit gerechnet, dass du mir was Frag leihst. doch Anna. Anna?
Ja, die hat bestimmt noch Geld. So wie die auf ihren Schein nockt. Anna, wegen Kohle angehen, nee, das geht nur wirklich nicht. Wenn Gina das rauskriegt, dann kriege ich wieder den größten Stress mit ihr. Tja, dann musst du dir halt eine gute Ausrede für Gina einfallen lassen. Die dreht mir den Hals rum, wenn ich ihr absage. Ja, und ich dreh dir den Hals rum, wenn du nicht endlich die Klappe hältst. Sag mal, wie bist du bloß auf so eine Idee gekommen? Als ich gehört habe, dass sich eine vom Autostrich mal wieder den goldenen Schuss gesetzt hat, da hatte ich die Schnauze voll. Liegst du erst mal unter der Erde, bist du schnell vergessen. Nicht mal dein Zuhälter erinnert sich an dich. Und genau das wollte ich. Und wie hast du das so groß in die Zeitung gekriegt? Ein Freier. Hatte die Sozialarbeitermasche drauf. Wollte mich unbedingt rausholen. Und der hatte Kontakte zur Zeitung. Der war bei der Zeitung. Ja, hat er gut hingekriegt, mein Herr Reporter. Allerdings. Ich habe ganz schön geheult, als ich das gesehen habe. Aber sag mal, das mit der Überdosis, hast du auch? Ich meine, Gedrückt? Nö. Als Junkie bist du der letzte Arsch. Für einen Zuhälter, für einen Freier. Die machen mit dir, was sie wollen. okay, aber wenn du nicht gedrückt hast, das muss dein Macker doch wissen. Der wird sich doch nach dir umhören, der wird dich suchen und so. Der wäre der Erste, der weiter denkt, als er pinkeln kann. Und außerdem habe ich mir Stoff in der Szene besorgt, um so zu tun, als ob. Und was ist, wenn dich trotzdem jemand erkennt? Trotz des neuen Outfits? Wer sollte mich in Düsseldorf schon kennen? Außerdem ist Dortmund weit weg. Du hast also niemandem erzählt, dass du untertauchen willst. Die Einzige, die Bescheid weiß, ist meine Schwester. Deshalb hat die mich so abgewimmelt. Du siehst, ich habe an alles gedacht. Typisch Giller, würde ich sagen. Gilla Köster ist nicht mehr. Cleo Winter lässt grüßen. Du hast... Wie bitte? Du hast deinen Namen auch geändert? Ja, wenn schon, denn schon. Aber sag mal, was war denn das für eine Anzeige? Durch die bin ich ja eigentlich erst auf dich gekommen. Welche Anzeige? Du weißt schon. Gesucht wird Henning von Anstetten. Ach, das, tja. Also das ist eine wirklich sehr, sehr lange Geschichte. Und wenn schon. Die Nacht ist noch viel länger. Was kriege ich denn zum Hochzeitstag, Schatz? Entschuldige, was hast du gerade gesagt? Ich war gerade so vertieft. Du benimmst dich wie ein Ehemann nach 20 Jahren Ehe. Ja, wenn du meinst. Jetzt leg endlich diese blöde Zeitschrift weg. Ich dachte, wir wollten heute Morgen was zusammen unternehmen. Ach ja, das dachte ich ja auch, aber... Aber dann lass uns endlich mal wieder Tennis spielen. Hatten wir eh schon lange vor. Ich rufe gleich mal an, ob noch ein Platz frei ist. Hm? Nee, lass mal lieber. Also, weil das Thema hier ist wirklich verdammt kompliziert. Mir doch egal, wie kompliziert das Thema ist. Gut, also ich glaube, es ist wohl besser, wenn ich zu Hause weiterarbeite. Da habe ich auch meine Computerkartei. Dein Computer, wie aufregend. Wenn du unbedingt Tennis spielen willst, dann spiel doch alleine. Allein? Mit der Ballmaschine oder was? Okay, ich kann jetzt wirklich nicht. Oder noch besser mit dem Balljungen. Ich schnapp mir den Erstbesten und leg ihn gleich auf der Grundlinie flach. Hm? Wenn dir danach ist, bitte. Weißt du, was ich glaube? Nee, was denn? Du hast totalen Schiss davor, dass man uns zusammen in der Öffentlichkeit sieht. Ach, Gero, bitte komm, jetzt fang nicht wieder mit dem Unsinn an. Du weißt ganz genau, dass ich dich mag. Dann steh doch endlich dazu, verdammt nochmal! Ach, wenn ich gewusst hätte, dass du so ein Feigling bist, dann hätte ich mir jemand anderen gesucht. Mann, hab ich einen Hunger. Vielleicht sind wir vom Frühstück noch mal Toast. Dann können wir... Oh, Fiona. Hoppla, wohin denn so eilig? Oh, na nur ein neuer Gast. Nein, das ist Cleo Winter. Das ist eine alte Freundin von mir. Wir haben uns kurz nach der Schule kennengelernt. Ja. Das ist Fiona, meine Chefin. Das ist aber nett. Lerne ich endlich mal eine Freundin von Sophie kennen. Ach, Sophie hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Dann hat sie Ihnen auch sicher erzählt, dass ich mehr Ihre Freundin bin als Ihre Chefin. Na klar, Freundin, Chefin, Ersatzmutter. Ja, das liegt am Beruf. Irgendwo ist jede Pensionswirtin so eine Art Mutter. Also, die Wirtin, die ich kenne, die haben es nur auf die schnelle Mark abgesehen.
Verstehe ich aber nicht ganz. Das ist auch nicht so wichtig. Komm, jetzt gehen wir erstmal in die Küche. Hm? Wir wollen doch nicht, dass du hier verhungerst. Wäre ja schlecht für den Ruf des Hauses. Sind Sie beruflich hier in Düsseldorf? Naja, ja und nein. Ich habe gerade die Branche gewechselt und will mich mal ein bisschen umschauen hier. Vielleicht tut sich ja was Neues auf. Und wo haben Sie vorher gearbeitet? Das kann sie dir doch ein anderes Mal erzählen. Ne? Jetzt kümmern wir uns erstmal um deinen Magen und nachher könnt ihr weiter quatschen. Ja. Und wie lange wollen Sie denn bleiben? Mal gucken. Hi Mädels. Hi, ist aber nett von dir. Wieso? Ich verstehe nicht. Ja, ich nehme an, du willst uns helfen. Nein, eigentlich bin ich nur hier, weil ich mal eben mit der Anna... Quatsch nicht, die Kiste müsste als erstes raus. Also, ehrlich gesagt, Kisten schleppen ist nur wirklich nicht mein Ding. Unseres auch nicht, also mach endlich. Ich gehe schon. Na, was ist? Worauf wartest du? Ja, eigentlich bin ich ja nur gekommen, weil ich dich was fragen wollte. Erst die Kiste, dann die Frage. Och, Anna, bitte, nur ganz kurz. Ja, also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich bin momentan ziemlich knapp bei Kasse. Ach, das ist aber ganz was Neues. Ja, kannst du mir 50 Mark leihen? Bitte, es ist ganz, ganz dringend. Und wann kriege ich sie wieder? So schnell wie möglich. Bitte. Ich würde dich echt nicht fragen, wenn es nicht so ganz, ganz wichtig wäre. Okay. Was tut man nicht alles für notleidende Austauschschüler? Das werde ich dir nie vergessen. Danke, bist ein Schatz. Kein Problem. Bis bald. Hi, Gina. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Wenn wir nicht sofort losgehen, macht die Konzertkasse dicht. Ja, natürlich. Klar. Tut mir leid. Vielleicht ein andermal, ja? Fauler Sack. Also, was ist jetzt? Passiert noch irgendwas oder kann ich gleich ein Mittagsschläf hier machen? Wie wär's noch mit einer Runde Doppelkopf? Oh ja, gute Idee. Und wo ist der vierte Mann? Wir können ja Nicole fragen, ob sie... Ausgerechnet, ja. Nicole ist bei Sebastian. Ich glaube, die planen ihren Umzug nach Freiburg. Nicole zieht nach Freiburg? Ja, mit ihrem Herzblatt. Was stört dich dran? Ja, eigentlich überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. So kann ich zumindest wieder zurück in die Wohnung. Wieso? Ich dachte, du wohnst hier. Nee, ich wohne zurzeit bei Fiona in der Pension. Wieso das denn? Hat was mit Nicole und Sebastian zu tun. Unter anderem, ja. Mein lieber Mann, bei euren Beziehungskisten soll sich einer auskennen. Bei dir ist natürlich alles ganz einfach. Ja, einfach bescheuert. Bei mir und Lukas herrscht zurzeit total tote Hose. Herr Doktor reitet neuerdings auf der Fortbildungswelle und zwar allein. Aber doch nicht Tag und Nacht, oder? Ja, aber immer dann, wenn ich was mit ihm unternehmen will. Dabei ist die Arbeit nur ein Vorwand. In Wahrheit traut er sich nämlich nicht mit mir auf die Straße. Weil du musst gerade reden. Bei dir hat es ja wohl auch ewig gedauert, bis du dich geoutet hast. Vielleicht musst du ihn nur einfach ein bisschen aus der Reserve locken. Kannst du vergessen. Ich habe schon alles versucht. Wieso macht ihr es nicht einfach so wie früher, als ihr mit Nicole weggegangen seid? Du meinst, ich soll eine Frau mitnehmen, wenn ich mit ihm weggehe? Ja, vielleicht fühlt er sich dann ein bisschen sicherer und kommt ein bisschen aus sich raus. Das muss aber nicht heißen, dass er sich deswegen gleich outet. Nein, aber vielleicht wird sie ein Outing erfragen. Also gut, ich probier's. Aber nur, wenn du die erste Rate übernimmst. Okay, wann? Am besten gleich heute Abend. Na prima. Dann können wir das mit dem Doppelkopf aber gleich vergessen. Jetzt sag mir endlich, was ist los mit dir? Ich ergattere die letzten Ballettkarten und du machst ein Gesicht wie... Warum gehst du da nicht hoch? Anna ist bestimmt besser drauf als ich. Jetzt verstehe ich. Du hast mich eben zusammen mit Anna gesehen und jetzt denkst du, oh Gina, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Ich will nichts von Anna. Und warum hast du sie dann umarmt? Das war, weil... Jetzt lüg mich bloß nicht an. Ich habe mich nur bei ihr bedankt. Bedankt wofür? Sie hat mir Geld geliehen. Wieso das denn? Doch nicht etwa für die Karten. Natürlich für die Karten. Oder das ist so viel Geld, kann ich einfach so aus dem Ärmel schütteln, ha? Dann hast du also dein ganzes Geld für diesen blöden Drogenscheiß Ist doch ausgegeben. ganz egal. Hauptsache, wir haben die Karten. Aber die du von Annas Geld bezahlt hast. Na und? Wer wollte denn unbedingt ins Ballett, ha? Aber doch nicht so. Du wolltest die Karten von deinem Geld bezahlen. Was macht denn das für einen Unterschied? Die ganze Welt liegt auf Kredit. Naja, dann weiß ich ja Bescheid. Die Pillen sind dir also wichtiger als ich. Die Pillen machen wenigstens keinen Aufstand. Wie du willst.
Gina, warte. Was ist denn jetzt mit dem Ballett? Da kannst du mit Anna hingehen. Die hat die Karten ja schließlich auch bezahlt. Schönen guten Tag, Frau Lewinsky. Oh, hat sich Henning gemeldet? Nee, leider nicht, aber es dauert bestimmt nicht mehr lange. Eigentlich bin ich wegen was anderem hier. Meine Hotelrechnung ist bald fällig und da Sie gesagt haben, dass Sie mir vielleicht irgendwie unter die Arme greifen könnten. Ja, ich verspreche Ihnen, ich werde mich drum kümmern. Außerdem habe ich heute noch nichts gegessen, wenn Sie vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit hätten. Kein Problem. Ich gehe dann mal in die Küche und hole Ihnen was. Danke. Wenn es geht, vielleicht mit einer kleinen Nachspeise. Entschuldigen Sie, in dem Hotel, wo Sie wohnen, ist da denn noch ein Zimmer frei? Oh, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Oh, können Sie vielleicht anrufen und nachfragen? Ja, aber warum? Ich kann natürlich auch selber anrufen. Wie ist denn die Telefonnummer? Oh, die habe ich leider im Zimmer liegen lassen. Oh, kein Problem. Wozu gibt's denn Telefonbücher? Wie heißt denn das Hotel? Oh, das weiß ich nicht. Das ist irgend so ein kleines Hotel am Rhein, aber da ist bestimmt nichts mehr frei. Oder vielleicht gibt es überhaupt kein Hotel? Was soll das heißen? Sie haben Henning von Anstetten noch niemals gesehen. Bitte? Sophie hat mir doch alles erzählt. Sie sind einer von diesen miesen kleinen Typen, die andere Leute abzocken wollen. Sie haben Sophies Suchanzeige gesehen und haben sich gedacht, fein, da kann ich mir Kohle verdienen. Was soll das? Ich will Ihnen helfen und Sie lassen zu, dass diese Ich bin Person... Sophies Freundin und jetzt raus hier. Du kannst ihn doch nicht einfach rausschmeißen. Ob ich das kann? Verschwinden Sie. Sofort. Oder soll ich die Bullen holen? So nicht, Frau Lewinsky, so nicht. Die Sache hat sich für mich erledigt. Für uns auch. Bist du noch zu retten? Der Typ wollte mir helfen, Henning zu finden. Der Typ wollte deine Kohle und sonst gar nichts. Schätzchen, du kannst froh sein, dass ich rechtzeitig von den Toten auferstanden bin. Danke. Tja, typisch Lukas. Sogar die Vorspeise ist schneller als er. Vielleicht kann er ja gar nicht kommen. Wenn er mich selbst in unserem Versöhnungsabend sitzen lässt, dann hängt der Haussegen endgültig schief. Ihr seid wirklich ein komisches Paar. Ach, ich bin mal gespannt, wie lange wir überhaupt noch ein Paar sind. Du denkst doch nicht etwa dran, dich zu trennen? Ach, ich denke an gar nichts. Höchstens an die Hauptspeise. Sieh mal an. Dr. Streber hat sich doch tatsächlich von seinen Artikeln losgerissen. Entschuldigung, aber heute kommt wirklich wieder alles zusammen. Die Sache mit meiner Fortbildung, Termin noch beim Chef, wieder Notfall. Aber ich freue mich, dass wir mal wieder was zusammen machen. Schön. Grüß dich. Grüß dich, Gero. Ich kann dir sagen, ich bin echt fix und fertig. Glaube ich dir. Das kannst du mir auch sagen. Ja, tut mir leid. Ich hab halt gerade mal Julia angeguckt, deswegen. Also ich hätte nichts dagegen, wenn du mich ab und zu auch mal angucken würdest. Hm? Ja, natürlich. Also ich verspreche dir, ich werde meine Blicke heute Abend gerecht verteilen. Da bin ich aber mal gespannt. Entschuldigt bitte, ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss mal kurz für kleine Mädchen. Ihr könnt euch doch mal kurz alleine beschäftigen, oder? Können wir? Wir können es ja mal probieren. Und, was macht die Fortbildung? Ist schon Land in Sicht? Ach komm, reden wir von was anderem. Wenn ich nur an Immunpathologie denke, vergeht mir schon der Appetit. Kann ich mal die Karte haben? Gerne. Danke. Tut mir leid, das war keine Absicht. Naja, das kann ja jeder sagen, hm? Gina, was ist denn? Ramon hat jetzt schon zum 2. Mal angerufen. Meinetwegen kann er 1000-mal anrufen. Er hat gesagt, er will bis kurz vor der Vorstellung auf dich warten. Wenn es ihm Spaß macht. Also dir ist wirklich nicht zu helfen. Ich an seiner Stelle würde nicht auf dich warten. Du würdest dir auch kein Geld leihen, um mich einzuladen. Jetzt sei doch nicht so ungerecht. Er wollte dir einen Gefallen tun. Also wenn du so weitermachst, dann wird er sich bald nach einer anderen umsehen. Wie meinst du das? So wie ich es gesagt habe. Hat er irgendwas gesagt?
Hallo. Hallo. Wolltest du etwa zum Ballett? Ja, aber es gibt keine Karten mehr. Hier, super Plätze. Und sogar ein paar Mark billiger, nur weil du es bist, okay? Klasse. Danke. Also eins habe ich mir geschworen. Ich schlafe nie wieder mit einem Typen für Cash. Lieber krepiere ich. Tja, irgendwie bist du das ja schon, oder? Stimmt auch wieder. Du hast damals schon verdammt viel Schwein gehabt. Ja, stimmt. Wenn ich Fiona nicht getroffen hätte. Kann ja nicht jeder ins gemachte Bett fallen. Nur gut, dann fange ich ihm wieder von ganz unten an. Dir wird doch schon was einfallen. Wie denn bitte? Ohne Job und ohne Knete. Hey, jetzt bist du erst mal hier. Und alles andere wird sich schon irgendwie ergeben. Du redest schon wie eine alte Puffmutter. Du? Noch so ein Spruch und du fliegst dir gleich wieder in den hohen Bogen raus. Das würde ich mir noch mal gut überlegen. Ne, da gibt es nämlich nichts zu überlegen. Und wer wirft dann bitte so Typen wie den Rotmann raus? Und, schmeckt's? Ja, ist lecker. Ist sonst auch alles lecker? Was meinst du denn? Ich meine, du hast doch hoffentlich nicht bereut, dass du hergekommen bist, oder? Nee, wieso sollte ich? Da bin ich ja beruhigt. Wir könnten ja nachher noch in eine Disco gehen, wenn ihr Lust habt. Gute Idee. In eine Disco? Ja, sicher. Prima, ich war ewig nicht mehr tanzen. Ach nee, also ich weiß nicht. Lukas, bitte, wenn wir drei schon mal zusammen sind. Bitte, 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 Lukas, tu uns den Gefallen. Der Abend hat so super angefangen, der soll auch super auf... Das gibt's doch nicht. Kannst du das Ding nicht mal ausschalten? Ach Mensch, tut mir leid, ich habe Rufbereitschaft. Also ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß noch in der Disco. Kannst du nicht nachkommen? Nee, unmöglich. Machst du das mit dem Bezahlen, ja? Wir rechnen morgen ab. Worauf du dich verlassen kannst. Und? Hermann war schon weg, als ich gekommen bin. Jetzt ist alles aus. Du übertreib mal nicht. Warum habe ich denn noch nicht auf dich gehört? Es war total schwachsinnig, dass ich mich so stur gestellt habe. Hinterher ist man immer schlauer. Ich wette, er guckt sich jetzt das Ballett mit einem anderen Mädchen an. Da wette ich absolut dagegen. Wie meinst du das? Das gibt's doch gar nicht.